Hallo Leute, in meinem letzten 2021er Jahresfavoriten-Video möchte ich euch gerne meine persönlichen Favoriten aus dem Bereich der Bücher und Spiele zeigen. Und falls ihr euch auch zufällig für meine Favoriten aus dem Bereich der Hautpflege, aber auch der dekorativen Kosmetik interessieren solltet, ich packe euch die Videos unten in die Infobox, dann könnt ihr dort auch gerne mal vorbeischauen. Dann fange ich mal an mit meinen Büchern. Ich habe hier nur 3 Stück an der Zahl, die mir positiv in Erinnerung geblieben sind und die ich wirklich großartig fand. Ich habe deutlich mehr Bücher gelesen, aber was soll ich sagen, es haben nur 3 Stück davon in meine Jahresfavoriten geschafft. 2 davon sind von Murakami, den habe ich im letzten Jahr für mich entdeckt und muss wirklich sagen, dass ich selten so verstörend gute Bücher gelesen habe. Mir fällt einfach keine andere Beschreibung dafür ein. Und zwar habe ich hier einmal Kafka am Strand. Damit hat alles angefangen. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Buch beschreiben soll, außer dass es sich anfühlt, als wäre man in einem Traum und würde zwischendurch immer mal aufwachen und denken, man wäre wach, aber man ist immer noch in seinem Traum drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was ich genau meine, aber auch bei dem anderen Buch, und zwar ist das die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki, ist das sehr, sehr ähnlich. Ich habe beide Bücher so dermaßen verschlungen, habe sie sehr geliebt. An manchen Stellen sind sie durchaus etwas verstörend und sicherlich nicht für jeden Menschen geeignet, aber ich mag einfach den Schreibstil, ich mag die Welt, in die Murakami mich hier mitnimmt. Ich finde beide Bücher großartig und falls ihr weitere Empfehlungen habt für ähnliche Bücher, also die ja von der Ausdrucksweise ähnlich sind und ähnliche Themen aufgreifen oder falls ihr noch einen Favoriten von Murakami habt, dann schreibt's bitte in die Kommentare. Ich dürste danach, noch mehr Bücher in diese Richtung zu lesen, auch gerne von diesem Autor. Ich finde beide wirklich großartig und extrem empfehlenswert, wenn man mal seine Leseerfahrung so ein bisschen upgraden möchte oder aus seiner Komfortzone rausgehen möchte. Dafür sind beide Bücher wirklich, wirklich hervorragend geeignet. Ein Buch, das definitiv kinderfreundlicher ist der erste Teil der Drachenreiter-Trilogie von Cornelia Funke. Und ich muss dazu sagen, dass ich Cornelia Funke großartig finde. Ich finde sie als Autorin wirklich, wirklich toll. Ich liebe ihre Bücher. Ich liebe es, wie sie Figuren zum Leben erweckt und was für ja, schöne Emotionen das bei mir weckt, weil ich durchaus bemerkt habe, dass viele Bücher, die an Jugendliche, aber auch an Erwachsene gerichtet sind, sehr, wie sage ich das, negativ und brutal sind. Also es kommt natürlich auch extrem darauf an, was man liest, aber ich brauche halt immer wieder mal was zwischendurch, was mich erdet und was mir ein gutes Gefühl gibt und was mich einfach happy macht. Und das macht dieses Buch definitiv. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe es wirklich schnell durchgehabt und mochte alle Figuren in diesem Buch. Ich fand es wunderschön, wie Cornelia Funke die Figuren zum Leben erweckt hat. Das war extrem fantasieanregend. Und nur um das im Groben zu skizzieren, es geht um eine Welt, in der Fabelwesen leben. Also es hat auch so einen Bezug zu unserer realen Welt. Und diese Fabelwesen müssen immer wieder neue Orte suchen, an denen sie sich verstecken können, weil die Menschen ihnen den Lebensraum nehmen. Es ist ein bisschen trauriges Thema natürlich, auch ein sehr reales Thema, wenn man das auf andere Dinge bezieht. Aber ich finde die Abenteuer von Lung, dem Drachen, der hier auch auf dem Cover drauf ist, und seinem Freund Ben, der dann zum Drachenreiter wird, den sie sozusagen auf ihrer Reise finden, wirklich, wirklich wunderschön geschrieben und extrem empfehlenswert, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Im letzten Jahr war ich auch unheimlich viel auf meiner Nintendo Switch unterwegs und habe hauptsächlich Rollenspiele gespielt. Das hier sind die 3, die ich euch so zeigen kann. Eins habe ich als Downloadable Content da. Ich werde euch dann mal was einblenden, wenn ich darüber spreche. Und würde mal mit Final Fantasy X anfangen. Das ist eigentlich so ein Spiel, das bei mir viel mit Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerungen oder was auch immer zu tun hat. Also einfach mit schönen Erinnerungen, weil ich mir damals Final Fantasy X gekauft habe und das innerhalb
von 2 Tagen durchgezockt habe. Und das war auch so ein Spiel, wegen dem ich mir die PlayStation 2 zugelegt habe, auf die ich wirklich monatelang gespart habe. Ich liebe dieses Spiel nach wie vor und verbinde sehr, sehr viel Schönes und Positives damit, weshalb ich es auch immer haben muss. Klar ist es von der Steuerung und vielleicht auch von der Grafik ein kleines bisschen veraltet, aber ich persönlich mag das sehr, sehr gerne und ich mag einfach auch die Geschichte, das Setting, und wenn ihr solche Spiele auch sehr gerne spielt, dann schaut euch Final Fantasy X unbedingt mal an. Dragon Quest kenne ich auch noch von der PlayStation, weshalb ich mir Dragon Quest 11 für die Nintendo Switch holen musste, und ich finde auch tatsächlich, dass die Nintendo Switch Spiele ein bisschen kostenintensiv sind, aber es lohnt sich zu vergleichen, vor allem online und im Nintendo Store, weil da kann man ab und zu mal einen Schnapper machen. Ich habe dafür 50 € statt 60 € bezahlt, aber das finde ich noch okay, weil ich sehr, sehr lange dran gespielt habe. Und das Coole ist auch, dass man hier zwischen der 3D- und 2D-Welt wechseln kann. Und da geht mir persönlich ja immer das Herz auf, weil ich ein riesengroßer Fan dieser 2D-Retro-Grafik bin. Also ich habe früher einfach auch sehr, sehr viele 2D-Spiele gespielt und mag das unfassbar gerne. Und hier ist bei Dragon Quest die Welt sehr, sehr bunt und auch kindlich gestaltet. Und wenn ihr das mögt, dann ist das definitiv was für euch. Also es gibt ja Leute, die diese extrem bunten Welten nicht so feiern. Da habe ich auch ab und zu mal meine Probleme mit, weil das voll auf die Augen geht. Aber das Spiel macht sehr, sehr viel Gaudi und ist definitiv eines Blickes wert. Octopath Traveler stand schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste, aber ich habe es mir tatsächlich erst später geholt, weil meine Schmerzgrenze immer bei 50 € liegt und ich einfach keine 60 € dafür bezahlen wollte. Ich habe es dann gebraucht gekauft, weil man es einfach schwer bekommen konnte für unter 60 € und ich muss sagen, dass ich dieses Spiel wirklich, wirklich toll finde. Ich mag nicht nur die Grafik und das Kampfsystem, sondern auch die Story. Das Coole ist einfach, dass man in die Geschichte unterschiedlicher Protagonisten schlüpft, also auch unterschiedlicher Teammitglieder und so eben verschiedene Dinge erleben und erlernen kann. Mag ich sehr, sehr gerne und werde ich definitiv nochmal spielen. Ein Spiel, das ich euch leider nicht analog zeigen kann, ist Crosscode, und das ist halt wieder so ein typisches Rollenspiel mit wunderschöner Retro-Grafik, aber was mich an diesem Spiel extrem begeistert, und ich glaube, das ist auch tatsächlich mein allerliebstes Nintendo Switch Spiel aus dem letzten Jahr, ist das komplette Spielsystem und die Möglichkeit, Dinge sehr, sehr genau einzustellen, vor allem in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad. Das hat man ja sehr oft bei Spielen, dass man nur leicht, mittel oder schwer wählen kann. Das ist bei diesem Spiel nicht der Fall. Das kann man dort sehr, sehr detailliert ausbalancieren, und das nicht nur in Bezug auf die Gegner, sondern auch auf die Rätsel, was richtig, richtig cool ist. Und man kann sich auch jederzeit Hilfe in Form von zusätzlichen Partymitgliedern holen, was auch total cool ist. Das Kampfsystem macht Spaß, das komplette Spielsystem ist richtig cool und ausgeklügelt. Die Musik gefällt mir persönlich auch richtig, richtig gut. Aber das Geilste an diesem Spiel sind einfach die Rätsel. Die sind wunderschön gestaltet und immer eine Herausforderung, ohne zu frustrierend zu sein. Also man kann natürlich ein Rätsel verkacken, aber man muss es dann nicht komplett von vorne anfangen, weil man auch jederzeit zwischendurch speichern kann. Das Spiel macht mir persönlich unfassbar viel Spaß und bereitet extrem viel Freude, ohne dass Frust aufkommt. Wo wären wir, wenn ich euch nicht noch 2 Brettspiele vorstellen würde, die ich im letzten Jahr gesuchtet habe? Eigentlich gemeinsam mit meinem Freund. Und ich würde auch mit dem Offensichtlichen anfangen, und zwar mit den Quacksalbern von Quedlinburg. Das habe ich euch schon sehr, sehr oft auf Instagram gezeigt und finde dieses Spiel einfach nur großartig, weil es eben auch hauptsächlich auf Glück basiert. Also wenn ihr solche Glückssachen nicht mögt, dann wird das nichts für euch sein. Aber mir persönlich macht das unfassbar viel Spaß, und das ist auch der Tatsache geschuldet, dass man in diesem Spiel Tränke brauen kann. Und ich meine, in welchem Brettspiel kann man das bitte? Also das macht so eine Riesenfreude und ist auch für kleinere Menschen geeignet, also kleinere Menschen. Ich meine natürlich für Kinder, das ist ab 10 Jahren, soweit ich weiß, und ist wirklich, wirklich spaßig und überhaupt nicht frustrierend. Außerdem spielt man da nicht so lange dran. Natürlich muss man sich immer etwas Zeit nehmen mit dem Aufbauen und so, aber ich finde, das lohnt sich definitiv. Ich habe euch das Ganze mal so ein bisschen aufgebaut, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.
könnt. Und zwar ist das hier der Kessel, in den die Zutaten reinkommen. Die sind hier drin und je nachdem, welche Zutat eben in dem Kessel landet, hat das Auswirkungen auf das Spiel bzw. auch auf die Punkte und so. Und die Zutaten kommen dann nach und nach in diesen Beutel rein und man zieht sie halt übers Glücksprinzip. Also man schüttelt jedes Mal den Beutel und dann zieht man so ein paar Zutaten raus und kann sie hier in den Kessel reinlegen. Das hier sind die Rezeptbücher. Das steht dann auch immer drauf, was die jeweilige Zutat am Ende der Runde bewirkt oder was sie während der Runde sozusagen macht. Und es gibt 9 Runden innerhalb des Spiels und wenn diese vorbei sind, dann ist das Spiel beendet und die ganzen Punkte werden zusammengezählt und derjenige, der die meisten Punkte hat, der hat dann halt am Ende gewonnen. Dann habe ich hier noch so einen fetten Brummer und zwar ist das Paleo und an diesem Spiel ist das Besondere, dass man zusammenarbeitet. Oftmals spielt man ja gegeneinander, wie halt hier bei Die Quacksalber von Quedlinburg, aber bei diesem Spiel muss man sich aufeinander verlassen können, man muss zusammenarbeiten, man muss sich auch untereinander absprechen, was einfach wieder eine komplett andere Spieldynamik erzeugt, weil man in Kommunikation miteinander tritt und viel miteinander besprechen muss und ausdiskutieren muss und welche Schritte man als nächstes geht. Das Grundprinzip ist eigentlich, dass man die Steinzeit gemeinsam überlebt, indem man eben genug Essen sammelt, aber auch Holz und Stein für Werkzeuge und natürlich gegen irgendwelche Widrigkeiten ankämpft, wie Kälte, Hitze oder Mammuts oder Wölfe oder sowas. Macht unfassbar viel Spaß. Ich und mein Freund haben das bisher auf Level 2 gespielt. Da sind wir leider verstorben mit unseren Steinzeitmenschen, aber man kann wirklich hier unterschiedlichste Level aussuchen, um vielleicht erstmal mit dem einfachsten zu starten und zu schauen, wie man damit zurechtkommt, bevor man dann aufs nächste Level aufsteigt und das Ganze noch ein bisschen schwieriger wird. Natürlich hat das Spiel auch ein Ziel, das man eben schaffen muss, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Macht unfassbar viel Spaß. Man muss selbstverständlich wieder einiges aufbauen, also da solltet ihr euch definitiv Zeit für nehmen, aber wenn das alles steht, dann ja, ist dieses Spiel ein totaler Selbstläufer, macht extrem viel Freude. Und so sieht Paleo halbwegs aufgebaut aus. Ich persönlich finde das richtig, richtig cool. Klar kostet das einiges an Zeit, aber zu zweit geht das relativ fix. Und zu Anfang der Runde zieht jeder, also je nachdem welches Level man spielt, 2 solche Charakterkarten. Die können dann eine gewisse Anzahl an Schaden aufnehmen. Hier sieht man an den Herzen hier und dann sterben sie. Und genau, dabei handelt es sich um ein Teamspiel, was ich persönlich richtig, richtig cool finde. Und dann werden diese Aktions- und Modulkarten, also hier sind auch solche Schadenskarten dabei, gleichmäßig auf die Personen aufgeteilt. Und dann wird jedes Mal neu gezogen. Also man darf dann am Anfang 3 von diesen Karten ziehen. Und man berät gemeinsam, welche man dann nehmen würde, damit man eben weiß, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen Fleisch oder ein bisschen Stein und Holz oder sowas, weil man muss dann auch am Ende einer Runde, also wenn all diese Karten weg sind, muss man dann auch am Ende der Runde gewisse Sachen ausführen, ansonsten erleidet man Schaden in Form von diesen Totenköpfen und wenn hier halt alles voll ist, dann hat man verloren. Und deswegen gibt es halt auch eine Hauptaufgabe, dass man nebenbei auch diese Menschen ernähren muss, dass man zum Beispiel auch ein Zelt bauen muss oder dass man halt auch 3-mal Fleisch und 1-mal Leder bereitstellen muss. Und Hauptziel ist es natürlich, diese kleinen Siegplättchen zu sammeln. Das ist dann ein Elefant, wenn man alles zusammen hat. Also ich persönlich finde das Spiel richtig, richtig cool. Und kann es wirklich allen empfehlen, die keinen Bock haben, immer nur gegeneinander zu spielen. Als Teamspiel ist das echt grandios. Das waren meine Jahresfavoriten aus dem Bereich Bücher und Spiele. Ich hoffe, das war mal eine willkommene Abwechslung für euch abseits der gängigen Jahresfavoriten-Videos. Und ich würde mich natürlich wie immer über Empfehlungen in Bezug auf Bücher, Brettspiele und Nintendo Switch-Spiele freuen. Da bin ich immer sehr, sehr heiß drauf und hole mir gern neue Inspirationen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video.